So Freunde, ich habe ein sehr geiles Video für euch vorbereitet, die Top 10 Tipps zum World Boss. Aber bevor es losgeht, werden wir nochmal den Gewinner vom letzten Giveaway auslosen. Ja, es haben knapp 500 Leute dran teilgenommen. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank für die ganze rege Beteiligung. Und wie immer kann natürlich auch nur einer gewinnen. Ja, wir filtern die Duplikate raus, die öfter geschrieben haben, sind hier nicht öfter dabei, aber wir werden natürlich auch in Zukunft weiterhin noch viele, viele weitere Giveaways machen. Deswegen da auf jeden Fall am Ball bleiben, hier den Channel abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, um da auch nichts zu verpassen. Ja, deswegen schauen wir mal, wer gewonnen hat. Ich wünsche euch viel Glück. 3, 2, 1, der Gewinner ist Pascal Wildberger. Ja, viel Glück an alle. Mir ein bisschen mehr. Und da hat das bisschen mehr wohl tatsächlich geholfen, denn du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Bitte melde dich bei mir auf Discord oder auf Instagram. Beide Links findest du dazu unten in der Videobeschreibung. Schreib mir da sehr gerne eine DM. Dann überprüfen wir das Ganze nochmal, ob du auch wirklich der bist, der hier geschrieben hat. Und dann lasse ich dir die 100 Euro Paysafe-Card zukommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der World Boss ist nun bei uns auf F9 so gut wie vorbei. Er braucht noch 10 Stunden, dann ist er komplett down, dann ist das Event vorbei. Und ich hatte mir überlegt gehabt, für euch meine Top 10 Tipps in einem Video zusammenzufassen, die euch eventuell weiterhelfen könnte, beziehungsweise halt eben dabei helfen, bestimmte Fehler zu vermeiden und das Beste aus diesem Event rauszuholen, wie es jetzt momentan gerade ist. Es gab aber auch viel Kritik an dem World Boss und viel negatives Feedback. Und es kann sein, dass das beim nächsten World Boss Event eventuell schon wieder alles anders ist, dass gewisse Changes kommen und gewisse Strategien vielleicht gar nicht mehr so aktuell sind wie jetzt in diesem Video besprochen. Aber Standpunkt jetzt sind die Tipps und Tricks auf diesen Standpunkt des World Bosses ausgelegt. Deswegen, falls euch das Ganze gefallen sollte und falls euch das Ganze weiterhelfen sollte, würde ich mich sehr über ein Like auf das Video freuen. Habe mir auf jeden Fall ein paar Gedanken dazu gemacht und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Von 1 bis 10 starten wir direkt durch und zwar mein Top Nummer 1 Tipp, der wirklich auch mit am wichtigsten ist, würde ich sagen, für den World Boss, ist es, eine aktuelle Waffe zu haben. Ja, das ist wirklich das Essentiellste, was man machen sollte, falls ihr eine alte Waffe gehabt habt, so, ne? Wie hier meine alte Legendary Waffe. Ist deutlich schlechter für die Kriegsbeute pro Stunde, die wir hier ja erwirtschaften. Und da müsst ihr gucken, dass ihr eine aktuelle Waffe habt. Ja, weil es ist wirklich das Wichtigste bei der Waffe, dass der Durchschnittsschaden von eurer Waffe so gut wie möglich aktuell ist und die Spanne auf der Waffe trägt auch noch dazu bei, dass ihr eventuell einen höheren Crit-Treffer landet für eventuell auch eine Schadenstruhe oder halt eben eine bessere Platzierung hier in der Liste. Deswegen, ja, auf jeden Fall die Waffe macht viel aus. Und halt eben die Spanne davon, ne? Ihr seht hier zum Beispiel manche Spieler, die rennen hier halt eben mit einer normalen Waffe rum. Es ist scheißegal, es kommt nicht auf die Stats an, es kommt nicht auf die Verbesserung an der Waffe, es kommt nicht drauf an, ob da ein Stein drin ist, es ist komplett egal, denn unterm Strich zählen einfach nur die Base-Stats für den World Boss und halt eben die Waffe, je nachdem wie aktuell sie halt ist. Deswegen das auf jeden Fall Nummer 1 Tipp, solltet ihr euch einfach nur im Laden eine aktuelle Waffe kaufen. Mehr müsst ihr nicht machen, ihr braucht nicht auf den nächsten LD warten oder auf das nächste Epic. Eine stinkeinfache, ganz normale Waffe reicht und damit steigert ihr schon euren Durchschnittsschaden extrem, wenn eure Waffe halt eben alt ist. Wenn sie nicht alt ist, wie zum Beispiel bei mir auf dem Krieger, ja, wenn ich hier rolle im Shop, ihr seht das hier, hier seht ihr, meine Waffe ist relativ aktuell, deswegen hier brauche ich natürlich keine neue, aber auf meinen Main, da hat sich das schon ziemlich bemerkbar gemacht auf jeden Fall. Ja, als zweiten Tipp habe ich für euch das Katapult. In Bezug auf das Katapult ist es nämlich auch ziemlich wichtig, da kann man nämlich auch einige Fehler machen und angefangen auf jeden Fall mit den Pilzausgaben. Ja, ihr habt ja auch die Katalysatoren mit den Pilzen, also ihr könnt halt mit euren Katalysatoren quasi gewisse Upgrades bezahlen. Und am Anfang ist es so, dass zum Beispiel ein Upgrade von Stufe 1 auf Stufe 2 in eurem Katapult entweder 10 Katalysatoren kostet oder 2 Pilze. Ja,
von Stufe 1 auf Stufe 2. Wenn ihr nachher von Stufe 9 auf Stufe 10 allerdings upgraden wollt, dann kostet euch das nicht 2 Pilze, sondern 20 Pilze. Und dann könnt ihr quasi aussuchen, ob ihr dann 20 Pilze bezahlt oder 10 Pilze und 10 Katalysatoren. Ja, später muss man immer Pilze mit on top bezahlen, aber halt eben auch Katalysatoren. Und deswegen würde ich euch empfehlen, zum Anfang eher vielleicht, wenn ihr Pilze ausgeben wollt, die ersten 5 Upgrades nur mit Pilze zu machen und die nächsten späteren 5 Upgrades dann auf 10 die Katalysatoren zu nutzen, weil so bekommt ihr dann die meiste Value aus euren Katalysatoren raus. Weil anfangs könnt ihr euch ja auch entscheiden, ob ihr 10 Katalysatoren oder 2 Pilze nehmt. Ja, da stehen die 10 Katalysatoren noch nicht so im Verhältnis wie im späteren Upgrade-Verlauf, weil diese natürlich immer teurer werden, aber die 10 Katalysatoren, die bleiben für jedes Upgrade halt eben gleich, nur die Pilzkosten steigern sich dabei. Deswegen mein Tipp an der Stelle, zum Anfang vielleicht eher Pilze nehmen und später dann auf die Katalysatoren umsteigen, weil ihr dann mehr Value aus dieser Währung halt eben raus erhaltet. Genau, der nächste Tipp, da sind wir dann schon beim dritten Tipp, da sind wir dann direkt bei dem Katapult, beziehungsweise wie man hier am besten seine Buffs bekommt, die man haben möchte. Und genau, dazu benutzt ihr die Geschosse und Gewinde quasi als Shop-Reroll. Dadurch, dass ihr im Shop hier halt nicht den Shop an sich rerollen könnt, sondern ihr müsst halt das nehmen, was ihr kriegen könnt, was euch der Shop vorschlägt, ist es halt eben so, dass man die Geschosse und das Gewinde ja immer am Start hat. Die sind ja immer da, das ist die Grundausstattung für euer Katapult und diese müsst ihr so oder so auf 10 ziehen. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Laden irgendwie ein Upgrade habt, was euch nicht gefällt, dann nehmt ihr notgedrungen halt eben eins von diesen beiden Upgrades, entweder Geschosse oder Gewinde, um halt eben den Shop einmal durchrollen zu lassen und hofft dann beim nächsten Reroll auf ein Item, was ihr bekommt. Wenn ihr ein Item bekommt, was ihr braucht für euren Katapultbild, dann kauft ihr das sofort raus, weil ihr könnt natürlich, wenn ihr das Item schon habt, könnt ihr dann natürlich, jetzt haben wir hier gerade die Ebene gewechselt hier, beziehungsweise ist der Boss down, der Kopf, wenn ihr das schon habt, euer Item, was ihr gefunden habt, dann habt ihr auch Chance, das wieder zu bekommen und dann halt wieder zu verbessern. Deswegen versucht da so schnell wie möglich euer Katapult zu beladen und halt eben, wie gesagt, das Gewinde und das Geschoss halt eben zu nutzen als potenziell eben Reroll für den Shop, weil der Shop an sich nicht direkt gererollt werden kann. Ja, als nächsten Tipp, der ist relativ simpel. Das ist eigentlich auch so der simpelste und selbstverständlichste Tipp von den 10 Tipps, die ich für euch habe hier für das Katapult. Auch für das Katapult, aber für den World Boss. Und zwar versucht, so gut es geht, euer Schlafmanagement so zu timen, dass ihr kurz vorher euer Katapult aufbaut. Weil das Katapult hält ja 8 Stunden und am besten ist es natürlich, wenn ihr schlafen geht, ihr euer Katapult frisch aufgebaut habt und das hält erstmal 8 Stunden, dann könnt ihr auch 8 Stunden pennen und könnt am nächsten Tag, wenn ihr ausgeschlafen habt, gleich wieder ein neues Katapult aufladen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ins Bett geht und das Katapult hält nur noch 3 Stunden, ja, dann schlaft ihr vielleicht 8 Stunden und die restlichen Stunden, da greift ihr halt ohne Katapult an und fallt immens im Schaden zurück in der Rangliste. Deswegen versucht das so gut wie möglich zu timen, dass ihr da das Optimale rausholt. Weil ansonsten, ja, andere machen es dann vielleicht besser und sind dann ein paar Stunden im Voraus zu euch. Und wenn das 2-3 Tage so geht, könnte das schon den Unterschied ausmachen, der eben zwischen Platz 1, 2 und 3 entscheidet. So auch bei mir auf jeden Fall. Ich hatte auch Schlaf über Katapult gewählt und deswegen habe ich auch ein paar Stunden auf jeden Fall gewastet. Als nächstes kommen wir zum Katapultausbau direkt, was man halt eben bauen kann. Und zwar gibt es hier verschiedene Arten, wie ihr halt eben euer Katapult beladen könnt. Und zwar könnt ihr entweder auf einen Damage-Crit-Bild gehen, ja, wo ihr dann halt eben so wie ich jetzt zum Beispiel auf allen oder auf einer Ebene für 100% des Lebens des Gegners Schaden macht. Ja, das ist auf jeden Fall die Taktik, die etwas pilzgünstiger ist, weil ihr entscheidet euch hier ein Bild zu nehmen, der für eine Ebene für 100% des Lebens ausmacht und dadurch braucht ihr euer Katapult nicht mehrmals pro World Boss aufbauen. Aber wenn ihr ein Hardcore-Pilzer seid
und das Maximale wirklich rausholen wollt aus euren World Boss beziehungsweise aus dem World Boss rausholen wollt, dann gibt es halt eben Verbesserungen, wie zum Beispiel, dass ihr halt auf einer bestimmten Ebene für eine bestimmte Lebenszeit von zum Beispiel 100% bis 70% oder von 30% bis 0% des World Boss Lebens halt eben deutlich, deutlich mehr Schaden macht. Und so könnt ihr halt eben bis zu 3-mal, ja, es gibt jetzt sogar mittlerweile schon Taktiken, wo man 4-mal das Katapult aufbaut, aber bis zu 3-mal halt eben auch ja, euer Katapult pro World Boss neu aufbaut. Einmal für die ersten 30%, dann einmal für die Spanne zwischen 70% und 30%, ja, und dann nochmal für die unter 30%. Damit habt ihr quasi den teuersten Bild, aber auch das Maximalste rausgeholt aus dem World Boss, müsst aber halt eben auch 3-mal euer Katapult halt eben pro World Boss aufbauen, und es ist gerade zum Anfang eher nicht empfehlenswert, weil die World Bosse sehr schnell durchswitchen zum Anfang. Im späteren Spielverlauf, wie bei uns jetzt zum Beispiel hier, könnte es schon relativ worth sein, sowas zu machen, weil wir jetzt mittlerweile sehr, sehr lange für einen World Boss brauchen. Und von daher könnten wir halt hier uns überlegen, ob wir jetzt zum Beispiel als nächstes hier ein Bild machen von 100% bis 70% Leben, weil wir uns lange in diesem Lebensbereich des World Bosses aufhalten und eventuell dadurch dann auch mehr an Kriegsbeute rauskriegen, weil wir mehr Schaden gemacht haben. Ja, also diese beiden Taktiken gibt es auf jeden Fall. Genau, dann als nächstes haben wir auf jeden Fall noch einen Tipp für die Free-to-Play-Spieler. Das wäre vielleicht ganz gut zu wissen, auf jeden Fall, was halt mehr Worth ist. Und für die Free-to-Play-Spieler ist es besser, wenn ihr euch entscheidet, okay, ihr seid irgendwie im Mangel, was die Stadtbanner angeht, als Beispiel. Ihr habt nicht so viele Stadtbanner und ihr überlegt euch jetzt, was wäre besser für mich. Sollte ich hier aktiv meine Stadtbanner benutzen, um am Kampf teilzunehmen, oder sollte ich lieber ein Katapult kaufen? Weil hier braucht ihr ja auch 3 Stadtbanner, um 1 Katapult zu kaufen. Und da würde ich euch ganz klar raten, dass es für die Free-to-Play-Spieler besser wäre, eine klitzekleine Zeit zu warten und dann lieber auf ein Katapult zu sparen, um halt eben mit Katapult eine bestimmte Zeit lang anzugreifen, weil es bringt euch nichts großartig, einfach nur euch hier zum Kampf zu melden ohne Katapult. Ja, weil da macht ihr so gut wie, da richtet ihr nicht großartig was aus. Dann spart lieber ein paar Stadtbanner, holt euch das Katapult und nehmt dann am Kampf teil. Einfach nur am Kampf teilnehmen ohne Katapult würde ich für Free-to-Play-Spieler an der Stelle nicht empfehlen. Es lohnt sich dann doch schon mehr, auf jeden Fall auf das Katapult zu gehen und dann halt eben seine Stadtbanner zu benutzen für die Anmeldezeit. Ja, als nächstes haben wir auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall ein Bild für euch, also so ein Bild hier. Und zwar sehen wir hier, das ist mein allererstes Katapult gewesen, was ich gebaut hatte. Und hier kommen wir jetzt auf die Katapult-Synergie zu sprechen. Also ihr solltet immer darauf achten, dass euer Katapult miteinander synergiert. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel die kritische Trefferchance hier 30%, dann habe ich kritischen Schadensbonus 80% und nochmal kritischen Schadensbonus 40%. Was ich meine mit Synergien ist halt, dass ihr auf jeden Fall Fehler vermeiden solltet, wie zum Beispiel bei mir mein allererstes Katapult, dass der kritische Schadensbonus eventuell relativ hoch ist, auf 180% zum Beispiel. Ja, ihr legt alles auf den kritischen Schadensbonus aus, aber habt gar keine Chance zu treffen, einen Crit-Treffer überhaupt zu landen. Das war mein allererstes Katapult und ich habe das schnell aufgebaut und habe halt eben gar nicht darauf geachtet, dass halt miteinander auch die verschiedenen Katapultteile synergieren müssen. Also ihr habt auf jeden Fall eine Basischance auf einen Crit-Treffer, der liegt bei 1% und den hatte ich auch halt gehabt. Aber dadurch, dass der halt eben so gering ist, bringt es euch nichts, einen kritischen Schadensbonus-Buff zu holen, weil ihr nur 1% Crit-Chance habt. Das heißt, der kritische Schadensbonus-Buff, den ich hier mir geholt habe, ist sowieso auch komplett wasted, weil ich sowieso nicht kritte. Das heißt, ich habe nicht nur eine schlechte Synergie, sondern auch einen gewasteten Ausbauslot, weil mein kritischer Schadensbonus nicht mit der Trefferchance synergiert. Heißt im Umkehrschluss, ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass euer Katapult auch eine kritische Trefferchance hat, bevor ihr daran denkt, kritischen Schadensbonus zu kaufen, damit ihr auch die Chance habt, überhaupt erst zu critten. Ja, das ist auf jeden Fall so der Top
Number One Fehler, den ich auch so gemacht hatte, direkt zum Start. Und da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass das vielleicht nicht vorkommt und euer Katapult miteinander auch synergiert. Der nächste Tipp, den ich für euch habe, ist das, was wir eben gerade hier schon gesehen haben. Und zwar, wenn ein bestimmter Teil vom World Boss down ist, ja, wie zum Beispiel jetzt gerade der Kopf, dann ist es empfehlenswert, falls ihr gerade online seid und gerade eingeloggt seid, dass ihr euch währenddessen noch auf einer anderen Ebene positioniert, auch wenn natürlich eure Buffs hier nicht das 100%ige ausmachen, weil ihr euch auf eine Ebene fixiert habt, ist es trotzdem besser, in eine andere Ebene halt eben zu switchen, damit ihr hier eben noch partizipieren könnt an den letzten Prozenten von dem anderen Körperteil des Bosses, damit ihr halt eben hier auch noch ein bisschen Damage macht, weil ihr macht ja dadurch nicht gleich 0% Schaden, sondern ihr habt ja trotzdem noch relativ viel, was ihr an Schaden machen könnt auf einer anderen Ebene, auch wenn es natürlich nicht das Maximalste ist, aber da auf jeden Fall aufpassen, falls irgendein Teil unverhältnismäßig schnell down ist, ich glaube auf EU 21 war es gestern so gewesen, dann okay, hier ist es jetzt einigermaßen, aber hier haben wir jetzt auf der 1 zum Beispiel, das ist deutlich, deutlich schneller down. Das heißt, die Spieler, die hier in der Etage drin sind, die werden relativ schnell auf 0% sein und auch lange da verweilen, wenn sie nicht die Etage wechseln. Und das ist halt eben auch Zeit, wo ihr gar kein Damage macht. Deswegen da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr auch in der Zeit eventuell auf eine andere Ebene geht, um halt eben dort auch noch aktiv weiterhin Schaden auszuteilen. Ja, jetzt kommen wir schon zum vorletzten Tipp. Und zwar ist das ein Tipp, den hatte ich leider ein bisschen zu spät für mich realisiert. Und zwar geht es hierbei um die Belohnungen, ja, beziehungsweise halt eben auch um die Kisten, die man auch bekommt, die ganzen verschiedenen Belohnungen und Prämien, die man hier abstauben kann. Und zwar geht es hierbei um die Teilnehmertouren. Ja, die Teilnehmertouren sind auch ziemlich wichtig, da wir hier auch relativ viel Gold rausbekommen können. Ich kann euch da auch nochmal ein Bild hier einblenden von den Teilnehmertouren, weil ich hatte nämlich zum Anfang das nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, dass man pro Körperteil natürlich auch einmal teilnimmt. Also ich hatte zuerst, das hatte ich ein bisschen verpeilt, ich hatte zuerst gedacht, okay, ich nehme am World Boss teil und kriege Teilnehmertruhen, ja, aber ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr einmal zumindest einen Angriff auf jeder Ebene des World Bosses pro World Boss raushaut, weil ihr könnt pro World Boss bis zu 3 Teilnehmertruhen bekommen. Also pro Körperteil eine Teilnehmertruhe. Und das stackt sich natürlich dann, wenn ihr ein paar Bosse pro Tag macht. Und dann könnt ihr von jedem Boss eine Teilnehmertruhe bekommen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr mindestens einen Hit rausgehauen habt auf einer Ebene, um halt eben auf Nummer sicher zu gehen, dass ihr einmal teilgenommen habt zumindest. Und dann switcht ihr gleich wieder zurück auf eure andere Ebene, wo ihr halt euren Main Damage macht, aber ihr müsst einmal zumindest 7 Minuten, wenn ihr euer Gewinde hier maximal ausgebaut habt, einmal in der Ebene verweilen, einen Treffer raushauen und dann habt ihr automatisch einmal auf der Ebene teilgenommen und kriegt dann eine Teilnehmertruhe mehr. Ja, das macht extrem viel aus und diese Teilnehmertruhen, die lohnen sich schon in Masse auf jeden Fall gesehen, die auch einmal zumindest pro World Boss jede Etage einmal durchzuswitchen. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr euer Gewinde nicht komplett ausgebaut habt, dann wird die Schussgeschwindigkeit langsamer, das heißt, ihr greift langsamer an und dann müsst ihr auf der Ebene, um sicher zu gehen, eventuell ein bisschen länger verweilen. Und damit kommen wir jetzt auch gleich zum letzten Tipp und das ist ein sehr, sehr geiler Free-to-Play-Tipp hier an der Stelle. Grüße gehen raus an Kishinden, der hatte mir das gestern auch nochmal im Livestream nochmal gesagt und zwar für die Free-to-Play-Spieler, die können hier halt eben das Maximalste rausholen aus einem Stadtbanner. Ein Stadtbanner geht ja zum Beispiel 1 Stunde. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel kein Katapult habt, ja, und ihr habt wirklich nur einen Stadtbanner, könnt ihr wirklich mit diesem einen Stadtbanner das Maximalste rausholen an Rewards, die ihr halt eben bekommen könnt. Und da sind wir jetzt auch wieder bei den Teilnehmertruhen. Ja? Wenn der World Boss fast down ist, sagen wir mal so bei 15% oder so, ja, und ihr habt jetzt ein Gewinde, was auf Stufe 1 ist, also komplett nicht ausgebaut, gehen wir wirklich vom Worst Case aus, dann braucht ihr pro Angriff 10 Minuten.
ja, dann habt ihr eine Schussgeschwindigkeit von 10 Minuten. Das heißt, ihr müsst auf einer Ebene 10 Minuten verweilen, damit ihr einmal einen Hit gelandet habt und einmal an dem Boss auf der Ebene teilgenommen habt, um eine Teilnehmertruhe zu bekommen. Heißt, wir brauchen eine halbe Stunde, um alle 3 Ebenen hier einmal zu besiegen. So, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, bei so circa roundabout 15% euren Stadtbanner benutzt, ja, dann geht der eine Stunde. So, und dann für das Ende des World Bosses switcht ihr diese 3 Ebenen alle 10 Minuten einmal durch, habt eine halbe Stunde, der World Boss ist down im besten Falle und ihr fangt direkt mit dem nächsten World Boss an und ihr habt immer noch den Stadtbanner auf circa einer halben Stunde und rotiert dann auch nochmal durch alle 3 Ebenen einmal durch, pro 10 Minuten eine Ebene und kommt dann so fast perfekt auf eine Stunde, wo ihr euren Stadtbanner hier genutzt habt und habt quasi das beste Free-to-Play aus euren Stadtbanner rausgeholt und zwar aus einem Stadtbanner 6 Teilnehmertruhen. Und das ist wirklich ziemlich worth und auch sehr effizient auf jeden Fall, wenn man so spielt. Ihr könnt euch, wenn ihr nicht ganz sicher seid, ob ihr das schafft, oder die Prozente das jetzt nicht ganz so hergeben, könnt ihr auch natürlich sicherheitshalber 2 Stadtbanner benutzen oder den Stadtbanner nochmal verlängern oder so. Ja? Oder ihr habt halt eben ein Gewinde, was nicht jetzt direkt auf Stufe 1 ist, sondern vielleicht ein bisschen höher und eure Schussgeschwindigkeit ist ein bisschen höher, sodass ihr nicht direkt 10 Minuten braucht, sondern vielleicht ein bisschen weniger und könnt dann dadurch diese 6 Ebenen in einer Stunde ja, abschließen. Aber das ist auf jeden Fall so der letzte und finde ich persönlich auch beste Tipp für Free-to-Play-Spieler, um halt eben das Maximalste aus so seinen Stadtbannern auch rauszuholen. Und wie gesagt, diese Teilnehmertruhen, die sind wirklich ziemlich worth und lohnen sich sehr. Deswegen, ja, das auf jeden Fall sind das bisher so meine 10 Tipps, die ich mit am besten finde, auf jeden Fall in Bezug auf den World Boss. Und was man da jetzt so bisher ja, gesehen hat und rausholen kann. Und deswegen, ja, falls euch das Ganze gefallen hat und weitergeholfen hat, würde es mich auf jeden Fall freuen, falls ihr dem Video hier ein Like auf jeden Fall da lasst oder einen Kommentar. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Tipps und Tricks oder Fragen, die noch aufkommen. Die könnt ihr dann natürlich sehr gerne hier in die Kommentare auch reinschreiben und dann lese ich mir das auf jeden Fall dann auch durch. Bis dahin sollte es aber erstmal soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Mal schauen, wie es beim nächsten World Boss aussieht. Wir werden auf jeden Fall jede Menge Feedback sammeln und gucken, ob der World Boss beim nächsten Mal dann auf jeden Fall anders gestaltet wird. Deswegen mal gucken, ob das Ganze hier noch aktuell ist beim nächsten Mal. Aber jetzt ist es erstmal so, wie es ist. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.